Was geht ab, meine kleinen Rice? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim. Ihr seid hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal, den es auf ganz YouTube weltweit universal gibt. Es ging schnell. Ja, hier heute mit meinem Spezialgast. Wieder einmal. Dana Rolle, denn sie feiert mit mir gerade K-Pop. So wie ich. Und Butch. Ach stimmt, Butch ist mal wieder dabei. Oh, der guckt ein bisschen beleidigt. Ja, wir mussten ihn schimpfen. Butch ist unser Mops, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Aber wir machen noch ein Q&A-Video, wo wir all eure Fragen sehr gut beantworten werden. Und ausführlich alles an einem Stück, das machen wir auch noch. Und Dana ist gerade an ihrem YouTube-Kanal dran, wo es dann Fashion- und Make-up-Videos gibt. Unter anderem habe ich gehört, da hat sie schon eine super tolle Idee gehabt, dass sie mich auch bearbeiten möchte. Und das war eine Idee von euch. Das war eine Idee von euch natürlich, mich in einen K-Pop-Star zu verwandeln. Ich bin gespannt. Ich glaube allerdings, dass mein Bart dran glauben muss, was ja... ja, sonst kann man den vielleicht abkleben und mit Silikon drüber und so. Boah, jo, Alter. Also wir gucken mal, wie wir das machen. Auf jeden Fall gibt es dann einiges. Leute, es ist unglaublich. Ihr wisst Bescheid. Es geht richtig krass ab. Die Abos auf Instagram, aber auch auf YouTube. Wir schaffen diese Woche, bin ich mir ziemlich sicher, auf jeden Fall noch die 25.000. Das ist krank. Ich meine, wir bringen auch jeden Tag 4 bis 5 Videos, ihr wisst Bescheid. Und da sind auch immer 1, 2 K-Pop-Videos mit dabei. So wie dieses jetzt hier. Das wurde auch sehr oft von euch empfohlen, dass wir das abchecken sollen. Es handelt sich hier um die Group ITZY. Nicht Izzy, ja? ITZY. Sondern ITZY. ITZY ist eine neue Gruppe von 5 Mädels. Die haben jetzt, wann war das? Am Februar, 12. Februar haben sie ihre Debütsingle rausgebracht, Dalla Dalla. Und sind bei JYP Entertainment gesigned. Ja, sonst die anderen Infos wisst ihr sowieso besser als wir. Wir checken die auf jeden Fall jetzt mal ab und sind gespannt. Ich habe von denen noch gar nichts gehört. Hast du schon was von denen? Auch nicht. Ja, ich habe nur 10.000 Mal diesen Song gelesen. Ja. Und dachte mir so, wir müssen den jetzt endlich gucken und hören und da. Und da. Da. Fang an. Ich schaue mal hier um. Ganz wichtig noch, ich habe mein Handle geändert, also mein Instagram-Handle von Rahim.erbil auf Rahim Erbil. Ja, weil ich hatte den eigentlich vorher schon, dann dachte ich, es wäre aber besser zu lesen, aber war irgendwie dumm von mir, weil alle meine Kanäle heißen eigentlich Rahim Erbil ohne den Punkt dazwischen. Jetzt habe ich es wieder zurückgeändert, Leute, also ihr wisst Bescheid, unten steht der Link, aber auch nochmal in der Beschreibung, hoffentlich. Der Link ist richtig. Ab jetzt ist er richtig, ja. Auch in allen Videos ist der Link richtig. Ja, dann muss das jetzt überall korrigieren, das ist das Ding. Gut, fangen wir an. So ist besser. Up. That's the only way we know. Und jetzt ziehen sie sich hier um. Kamera. Hi! Leute, ihr wisst, alle, die neu hier auf dem Kanal sind, wissen es vielleicht noch nicht, aber ich halte oft an, weil Copyright und Claim-Geschichten, das Ganze muss hier immer ein bisschen unterbrochen werden, damit ich mich aufs Zitatrecht berufen kann, aber auch damit ich das Ganze gut kommentieren darf und analysieren darf, denn hier gibt es nur Musikinformationen und Fashion, wenn Dana ist. Fashion und Beauty. Ich lenke mal ein bisschen ab. Wird das dann ITZY ausgesprochen? Ich hoffe. Darf ich mal direkt sagen, ihre Frisur von der in der Mitte, also von allen, wenn ich die jetzt so sehe, aber gerade als der Fahrstuhl aufging, richtig nice. Gefällt mir. Kann man sich nicht beschweren. Die Outfits. Man sieht erstmal jetzt zumindest nicht direkt Marken. Das ist schon mal krass. Hey, die sehen sich ja alle mega ähnlich. Die sehen sich echt extrem ähnlich. Also die zwei sehen aus wie Zwillinge. Nee, ja. Also nicht wirklich, aber die haben krasse Ähnlichkeit so. Es ist jetzt so bei Blackpink oder sowas, ist es schon markanter. Schon markanter der Unterschied, finde ich. Ich glaube auch die hier und die hier. Ja. Ja, die haben die gleichen Schuhe. Die zwei? Die. Ah, die zwei. Ja. Ah ja, das kann sein. Hä? Sportmax Oberteil. War doch eine Marke. Sportmax?
Ja, hier aber auch diese, wie heißt denn diese mit diesem russischen Kragen? Ah, Heron Preston. Heron Preston. Ja, genau, Heron Preston. Ah, habe ich gar nicht erkannt. Ah. Habe ich gar nicht gesehen. Le Profi. Hey, wir färben ab aufeinander. Ah. Also Tempo sind wir schon gut dabei, ne? So 1, 2, 3, 4, 1. Also sind Hat so. auch irgendwie schon direkt so Dance-Elemente wieder. Ja, weil diese Synthesizer, die benutzt werden, sind schon sehr klubbig angelehnt, die da ausgewählt wurden. Wir sind auch ungefähr bei 120 BPM, würde ich mal schätzen, mit dem Stück Luft zwischen meinen Ohren. Geht schon, Tempo ist da. Also es ist auch wieder, ja, kann gut sein, dass sie später dann wieder in den Halftime reingehen und den Rap-Part machen. Mal sehen. Ja, die Ja, genau, typische genau. EDM, ja. Na, alle Vocals bisher waren jetzt auch immer öfter zu hören. Also wir haben eine Main Vocal und dann aber auch wirklich gelayert, das Ganze nochmal eingesungen für rechts und für links. Vielleicht sogar noch öfter als jeweils nur einmal pro Seite und Mitte. Ja, aber ihr könnt das sehr gut hören, wenn ihr die richtigen Kopfhörer dafür habt. Falls nicht, dann checkt auf jeden Fall die Kopfhörer, die ich hier habe, denn das sind die Studio-Referenz-Monitor-Kopfhörer, die auf der ganzen Welt, wirklich kein Scheiß auf der ganzen Welt benutzt werden. Link unten in der Beschreibung. Weil sie ist auch so gemischt. Erst sogar mit einer Harmonie und dann wieder runter. Das hat geile Effekte, nämlich because. Geil. So ein Von links nach rechts hört man das. Wirklich, holt euch die Kopfhörer, ohne Scheiß. Dann hört ihr auch vielleicht bestimmt demnächst bald so viel, wie ich höre. Es liegt nämlich nur an den Kopfhörern. Die sind auch mega bequem. Ja, sind sie Also, wirklich. finde ich, macht auch immer viel aus, darf man auch mal erwähnen. Ja. Fendi. Mega geil bei dieser Rolltreppe hier die Griffe, die Handgriffe mit so einem Plüsch zu färben. Aber ich finde auch diesen blauen Glitzerstreifen stimmt. echt geil. Die ganze Treppe Vor allem ist der silber passt abgeklebt. so zu ihrem Outfit auch noch mit dem Fendi-Oberteil und aber mit dieser Sparkly Hotpants da. Aber da sind mit ja den die ganzen Pailletten. Stufen sind ja hier mit so einem Alu-Ding drauf. Krass, Und ne? vorne so Schon, Glitter. Ja. Krass. Mega aufs Set geachtet. Wir müssen hier nochmal die Einleitung. Warte mal, da war so ein kleiner Bing. Die Leder. So ein kleiner Bing. Und den Snare. Wow. Jo, was war das denn, Alter? Das war ja richtig krass. Oh, das war der erste Teil von der Übrigens Hook und bimmelt hier die dann ganze Zeit. jetzt der zweite. Ja, ich glaube auch. Was geil, das ist wie irgendwie so rückwärts, ne? Und dann. Ja, ich glaube, das ist auch das eine Instrument, was wir vorher hören, tatsächlich nochmal rückwärts. Und mit dem Effekt halt im Video zieht das da in uns dann richtig rein. Das ist dieses Dala Dala, ist, also das ist koreanisch, ja? Mhm. Das hat auch diese Bedeutung mit dem I'm different. Hier schon der Gürtel, ne? Ja, yeah, schon gesagt. Und in der nächsten auch wieder hier. Geiler Vocal-Effekt hier.
nochmal so einen Stutter-Effekt rein und dann diesen Tape-Stop-Effekt. Yeah, Rapper. Wir sind in den zweiten Part reingekommen, haben jetzt aber direkt 2 Wechsel sehr schnell hintereinander. Ne, so wie ich gesagt habe, sind wir jetzt wieder im Halftime drin, so dass sie drauf rappen können. Was geil ist hier, das eine Instrument spielt die Gesangsmelodie von ihr quasi nach. Moment, ab hier. Ja, das Instrument spielt das nach, also wird das nochmal verstärkt. Ja, und hier ist direkt der Break, also dieser Part ist schon, der erste ist sehr kurz und dann kommt direkt der zweite schon, das ist schon krass. Geil. Ist der Hund auch Bandmitglied oder Gruppenmitglied, frage ich mich. Aber die sind ziemlich jung, die Mädels noch, oder? Sind die nicht alle ziemlich jung? Ja, schon, aber die sind besonders jung, oder? Also die sehen jetzt mega jung aus, die zwei. Und die sieht da gerade richtig cute aus. Ja. Was sagst du? Ihr Make-up sieht auch mega nice aus. Die sind alle sehr ähnlich, aber bei ihr sieht es besonders. In dem Shot ist es sehr ähnlich. Was ich richtig nice finde, sind die Haare mit den Haarklammern. Ah ja. Ah krass, das ist so tatsächlich einzelne Haarklammern, die da so abgesteckt wurden. Ja, genau. Das ist richtig ätzend, wenn man es selbst macht. Oder versucht. Ja. Also hier sehen sie sich auch gar nicht mehr so ähnlich alle. Das war in dem ersten Shot irgendwie nur auf Distanz. Ja. Jetzt mittlerweile haben die schon alle ein eigenes Gesicht bekommen. Für mich. Ah, ich weiß warum. Wegen der Haarfarbe. Kann sein. Man ist schon fast verwöhnt. Aber ich finde schon, dass sie teilweise ähnliche Gesichtszüge haben. Noch zusätzlich, aber weil dann auch die Haarfarbe sich nicht unterscheidet, was wir ja gerne mal haben bei den K-Pop-Gruppen. Ja. Wahrscheinlich aus dem Grund hat man den Eindruck, dass sie sich alle sehr ähnlich sehen. Ich finde es sehr cool, wie es in die Hook reinkommt und dann so harmonisch dann aufgeht, ohne diesen typischen Hardcore-Drop, der vorher irgendwie angedeutet wird oder aufgearbeitet wird. Ne, es geht relativ unspektakulär eigentlich in den Refrain rein. Aber dafür dann in den zweiten Part von der Hook ist dieses... Ja, aber ich finde es ganz gut, wie sich das eben harmonisch dann auflöst. So. Eben auch mit der Message, ne? Eben auch mit der Message, dass sie halt anders sind. So als Debütsingle. Die haben natürlich einiges an Konkurrenz, müssen die sich beweisen. So. Was war die zwei Debütsingles von Blackpink waren ja Du 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 und Boombayah. Boombayah? Ja. Boombayah war auch Debüt. Und Du Du Du, ne? Ja. Oder? Ja, ich glaube schon. Und Du 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 war ja als Debütsingle heftig. Direkt Ansage ohne Ende. Aber richtig eiskalt, straight. Also nur als Message schon so an den Zuhörer und alle anderen und wie das Ganze soundtechnisch aufgebaut war, so war das halt heftig. Blackpink. Da finde ich jetzt so einen direkten Vergleich ITZY dazu noch, sage ich mal, freundlich. Ja, ich finde, es ist halt anders. Es ist eine ganz andere Message, irgendwie, finde ich. Oder ja. so kommt es für mich zumindest rüber. Was hat der Mops vor? Okay, wir hören mal weiter. C-Part.
Snaps. Kia. Hi. What? Hat sie eine rote Radlerhose aus Leder, nee, Latex-Vinyl an? Willst du mich verarschen? Geil. Und hier so eine weiße Fendi-Jogger und die andere komplett Vinylhose. Hier, ne? Und dann aber dazu eben noch diese Handschuhe. Sieht schon sehr krass aus, auf jeden Fall. Ja, ganz klassisch. Oh, die Fendi-Hose. Die haben wir auch schon mal gesehen. Ich würde so gern in diesen K-Pop-Group-Kleiderschränken stöbern und nie wieder rauskommen. Ja. Genau, die haben wir ja auch schon mal in der Hand gehabt, ne? Ja, stimmt. Ja. Die war geil. Ich wollte sagen, ja, typisch C-Part, eben nochmal schön erstmal liegende Akkorde, die das Ganze dann eben erstmal so wieder zurück in so ein harmonisches Umarmen bringen musikalisch und da dann schöner Gesang drauf stattfindet. Sehr klassisch umgesetzt und sehr schön gemacht. Ja, und dann aber wieder langsam dieser Aufbau zwischendrin, also jetzt ab dem Part eigentlich schon wieder, dass es nicht zu freundlich wird, sondern gleich wieder weitergeht. Und Kia, the power to... Nee, wie geht das? Ja, okay. Oh, müssen wir uns harmonisch. Ta, 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 ta. Was ist das denn jetzt? Wow. What? Was war das? Was war das? Moment, gar nicht. Das ist ein Tonartwechsel. Deswegen ist das auch nochmal so, wo sind wir auf einmal? Dreaming. Das ist, glaube ich, eine Terz höher. Also drei Töne höher als, also von der Tonart 3 Töne höher als vorher, glaube ich. Ich bin Autodidakt und deswegen nicht ganz so gut wie vielleicht jemand, der das studiert hat. Aber es ist auf jeden Fall ein Tonartwechsel und wir haben auf einmal einen riesigen Kia-Spot hier laufen. Da sind Millionen von Autos gerade. Und das ist sogar CGI hier, ne? Nur die vorderen sind im Studio, man sieht die Lichter und ab hier, genau, ab der 3. Reihe ist alles CGI. Ja, heftig. Aber alles Kia. No. Boah, der ist geil, der Transformer-Sound hier. Ja. Der ist echt geil. Ich frage mich, ob die so Autounternehmen und so weiter, die... Ja klar, die bezahlen das ja auch, die unterstützen das ja auch. Alexander Wang. Ah, hier, der Gürtel, ne? Hab ich am DER erkannt. Ander. Alexander Wang Gürtel, hat Anna gerade festgestellt. Ander. Oh, nee, shit. So. Okay, wir sind zurück wieder im Refrain, aber warte mal, hier war noch etwas, was ich sagen wollte. Ach so, genau, das Uhrenticken. Oh. Da könnte es sogar sein, dass es wirklich 120 BPM glatt sind, weil ein Uhrenticken die Sekunden, da hast du hast 60 Schläge in der Sekunde, quasi 60 BPM. Weil Beats pro Minute, ja, also BPM heißt Beats pro Minute, Schläge pro Minute. Und wenn du dann nämlich das einfach verdoppelst oder doppelt so schnell zählst, also nicht 1, 2, 3, 4, 5, also wenn das jetzt die Sekunden genau wären, sondern du zählst 1 und 2 und 3 und 4, dann wärst du eigentlich schon bei den 120 BPM. Eigentlich müsste man es richtig zählen, wenn dann 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und genau die Hälfte davon ist ein Sekundenzeiger. Yeah. Also von 120 BPM. Wollte ich damit. Und die machen den Sekundenzeiger halt schneller. Ich weiß nicht, ob er schneller ist. Das ist, man hört nur die Zwischenschläge von jeder Sekunde. Das ist ja bei manchen Uhren, hört man die Zwischenschläge auch. Ich müsste jetzt mein BPM-Gerät oder die Website auspacken, aber ich lasse mal. Aber es könnte sein, dass sie tatsächlich genau bei 120 BPM sind, oder?
Oh, da ist jetzt noch was Quietschendes oben drauf gekommen. So ein ganz oben, ne? Okay, jetzt kommt noch ein richtig fetter Dance-Break am Ende. Geil. Dieser Übergang war geil. Das ist krank. Also auch Video halt, ne? Ja, der Videoübergang ist krass. Ja, heftig. Auch hier auf die Snares dann so ein richtiges das klingt richtig fett. Geil. Nice. Da haben sie sich zum Schluss noch eine Krone aufgesetzt. Oder? Geil, ja. Ja. Safe. Mega geiler Move, Alter, richtig nice. Jetzt finde ich Die sie so... eine hat noch gezwinkert. Welche? Wer hat gezwinkert? Sie dann. Ah. Cute. Itzy? Izzy? Itzy? Different. Itzai? It's why. It's different. It's Ah. Kia, ja. Ja. Ja, krass. Mega krasses Ding. Anders. Gar nicht so viel anders, aber wieder was Frisches. Also unterscheidet sich auf jeden Fall von denen, die wir bisher gehört haben. Mal wieder. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich krass. Fällt mir gerade ein. Irgendwie, wenn man sich so die amerikanischen Sachen anhört, irgendwie Deutsch lasse ich jetzt eh mal komplett raus, aber so amerikanisch Pop oder eben Hip-Hop-Trap, es hört sich schon alles gleich an. Ja, absolut. Also das Einzige, wo so ein Unterschied mal durchkommt, ist vielleicht die Stimme von dem Interpreten. Ja. Aber hier, finde ich, hat jede Group, die wir bisher gehört haben, wirklich ihren eigenen Sound. Ja, das ist richtig. Die haben wirklich ihren eigenen Sound. Es hat trotzdem zwar so ein K-Pop-Arrangement, aber die haben schon einen eigenen Sound, den man auf jeden Fall immer unterscheiden kann. Das ist wirklich krass, wie die das hinkriegen. Ja, als Debütsingle finde ich es nett. Ich muss aber sagen, es ist jetzt nicht so, muss es ja auch nicht sein, ne? Also versteht das jetzt. Es war jetzt nicht mein Lieblingssong. Nee, ich meine, es ist jetzt nicht so ein Abriss-Song wie bei Blackpink zum Beispiel mit Du 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 als Debüt. Das ist halt so eine Nummer. Ich weiß gar nicht, ob Du 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 Debüt war. Ich glaube sogar Whistle und Boombayah. Ach so, genau, Whistle. Ich meine Boombayah. Boombayah war ja auch so eine starke Nummer. Die haben wir doch gemacht. Ja, nicht, Boombayah war heftig. Das nicht Du Du Du. Jetzt habt ihr wahrscheinlich alle schon in die Kommentare geschrieben, dass ich ein Vollidiot bin. Natürlich nicht. Selber verarscht ist er gar nicht. Er wusste schon. Ich habe den falschen Titel jetzt nur genannt. Also, Boombayah, genau. Die Nummer, die war ja sehr, sehr stark. Und das war ja auch dieses Abriss-Ding. Du 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 war natürlich auch krass, war aber nicht das Debüt. Ist jetzt, für ein Debüt ist es halt nicht so dieses Superpower-Ding. Ich habe auch Little Mix vorhin den Song, ich weiß nicht, ob es ein Debüt von dem war, aber Power, auch sehr krasse Nummer gewesen, könnt ihr euch auch mal anhören. Übrigens, da ist mir auch aufgefallen, wie ähnlich Little Mix, oder nicht ähnlich, aber wie K-popig Little Mix ist. Mhm. Ich habe es mir auch angeguckt, als du es angeguckt hast. Hast du angeguckt? Ja. Achso, aber meine Analyse hast du nicht angeguckt. Ja, nee, die ist ja noch nicht online jetzt, wo wir drehen. Ja. Aber eben Little Mix ist ja super K-popig, weil die hatten im zweiten Part, hatten die nämlich auch den, so einen Rap-Part, im zweiten Verse einen Rap-Part und so weiter und mega krasse Stimmen und so weiter. Und so. Gut, ich will das Video nicht zu lang ziehen, denn der Saru, der übersetzt uns immer die ganzen Videos. Danke, Gruß geht nochmal raus. Ich lade dich demnächst zum Essen ein, du weißt Bescheid, ich habe ihm schon geschrieben auf Instagram. Ja, ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir haben es endlich bearbeitet, den Song. Ihr wisst, die Liste wird langsam Stück für Stück abgearbeitet. Macht euch da keine Sorgen. Sie wird aber nicht kürzer, deswegen. Sie wird nicht kürzer, muss richtig. Man dazu sagen. Genau, sie wird auf jeden Fall nicht kürzer. Ansonsten lasst ein Abo da, ihr wisst Bescheid. Macht auch auf jeden Fall Glöckchen an, weil mit dem Glöckchen kriegt ihr auch dann Überraschungspakete quasi, wenn da mal irgendwie spontan Online-Videos kommen, wie jetzt zum Beispiel heute Abend kommt spontan von BTS das Billboard Music Awards Video. Es war zwar ein Fanvideo, es kommt
Also gestern Abend, wenn ihr das, oder vorgestern. Ja. Na, auf jeden Fall. Aber jetzt, wo wir das gerade filmen, heute Abend, kommt das überraschend, weil das war jetzt so ein Special-Event und da musste das halt schnell ausgepackt werden, dass man das sofort mitnimmt, weil es da schon eben Videos gibt. Bei anderen Sachen war das nicht so schnell, deswegen lohnt es sich, genau. Ja, das war's. Abo, Instagram, ihr wisst Bescheid, alles unten in der Videobeschreibung, Dana auch unten in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Video.